Leute, es ist mal wieder soweit. Nachdem wir gerade auf unserem Hauptkanal eine geile Challenge in Aachen abgedreht haben, dachte ich mir mal wieder, Aachen, wir sind da. Wir machen eine kleine Foodtour, checken die aktuell angesagtesten, vielleicht auch neuesten Foodspots in Aachen ab. Und da habe ich keinen geringeren als Daniel Sommer, Schlagerstar, mitgenommen, weil wir immer schon mal was machen wollten. Wir beide kommen aus Düsseldorf, daher kennen wir uns auch. Und dann dachten wir, wisst ihr was, bevor die Zeit wieder zu sehr vergeht und wir doch nicht dazu kommen. Stimmt. Und bei gutem Essen bin ich immer dabei. Das stimmt. Er ist auf jeden Fall ein kleiner Feinschmecker. Wir sind jetzt hier bei der ersten Station und zwar bei Basic. Just Drinks, no Drama. Hier gibt es so ein bisschen Fine Dining und wir haben auch schon gehört, es gibt Drinks, für dich sogar mit Alkohol, für mich ohne. Aus der Ukraine, glaube ich, ne? Aus der Ukraine. Genau. Und dementsprechend auch mindestens ein ukrainisches Gericht, was angehaucht ist. Deswegen bin ich gespannt. Hast du ukrainisch schon mal gegessen? Nee, ich bin sehr gespannt und ich habe auch schon ein bisschen Hunger. Ja, und wahrscheinlich auch, ich sag mal, einen kleinen Durst. Ne? Deswegen, lasst uns keine Zeit verlieren. Wir schauen uns den ersten Spot an. Let's go. Also Leute, ihr seht's, wir haben Platz genommen. Und aus. ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich habe nicht zu viel versprochen. Und ich habe Hunger. Die Bilder haben nicht zu viel versprochen. Und was ich sagen muss, was schon fast am krassesten aussieht, ist das, was ich nicht anpacken werde. Dein kleiner Drink. Aber wir haben die liebe Katharina mit dabei und die wird uns kurz erklären, was hier alles ist, bevor wir uns, ich sag mal wirklich, weil es so außergewöhnlich aussieht, alles haben. Was haben wir Schönes? So, hier haben wir die Tacos, eine mit Garnelen und Avocado. Dann die zwei, diese sind mit die Rinderfilet und Spargel. Ja. Dann haben wir auch den Pulled Wheel Brioche. Da haben wir ein bisschen Pommes dazu, die Gurken, die Zwiebeln. Dann haben wir die überbackene Austern. Da bin ich Sehr auch gespannt. Auch gespannt, ne? Ja. Ja, da ist die Käse auch dazu und Parmesan und Grünöl. Und dann haben wir die Trüffelpommes mit Parmesan und unser Highlight, der Karage, das ist die frittierte asiatische Chicken. Ist mit Knochen oder ohne? Bitte? Mit Knochen oder ohne? Ohne. Ach, Ohne. geil. Und die Soße ist? Aioli Wasabi. Aioli. Oh, das habe ich, auch glaube ich, sehr auch gut. noch nie Alles ein gegessen. bisschen schärfer. Oh, das ist geil. Der hier und der ist für die Trüffelpommes ganz normale Aioli mit Trüffel. Pommes gehen immer. Pommes gehen Mal immer. ein bisschen snacken, Pommes mit Trüffel. jeden Fall. Probier das mal ohne. Boah, Trüffel immer geil. Bist du Trüffel-Fan? Ich liebe Trüffel. Viele mögen es ja gar nicht, ne? Ich mochte früher Trüffel überhaupt nicht, Ja. mittlerweile liebe ich Trüffel. Ich finde Trüffel-Mayo nur manchmal schwierig. Aus dem einfachen Grund, wenn es den Geschmack manchmal zu übertüncht. Ich hole jetzt mal die Soße Wenn es in hier. den Burger oder so ist, weißt du, was ich meine? Das ist die normale Aioli, ne? Glaube ich. Boah. Boah. Da ist auch nicht wenig Knoblauch drin. Halleluja, da kann ich euch schon sagen. Darfst halt nichts mehr vorhaben hier. Boah, die ist krass. Aber geil, ein bisschen genau. Alter, ohne Scheiß. Was ist da bitte drin? Ich weiß nicht, aber Also es ist das geil. ist ja, also das scheppert ja vom Knoblauch. Sollen wir es mal mit dem Chicken probieren? Boah, richtig geil, auf jeden Fall. Also ich liebe sowieso Fried Chicken, gerade dieses koreanische angehauchte mittlerweile. Wenn wir es zusammen aufmachen, normalerweise müsste es innen drin noch schön so ein bisschen dampfen. Das sah schön crispy Oh, aus. ja, hier, das meine ich ja. Ne? Kennst du so schön? Ich sag mal, eigentlich, hier sieht es jetzt wirklich so ein Reel aus, wie es sonst immer nur so bei, in der Anführungsstrichen, in der Werbung bei ganz großen anderen Marken aussieht. Stimmt, ich gehe jetzt hier rein. Boah. Also ganz ehrlich, Aioli ist richtig geil. Boah, auch das Chicken, ne? Hammer. Richtig schön zart, tolle Panade. Kein Fett dran. Aber dieser Aioli, der haut mich weg. Der ist geil, ne? Ich muss noch einen essen. Ja, lecker. Da kann man wirklich schon mal sagen, für alle, die im Nachhinein noch mal weggehen wollen, trinkt lieber hier, bleibt hier, dann haben alle den genauen Geschmack. Weil wenn ihr dann in den Club geht, glaube ich, Halleluja. Apropos trinken, ich probiere das mal. Ja, ich wollte gerade sagen, wir stoßen mal an auf ein, ich sag mal, geiles Video. Ja. Hoffentlich 3 geile Spots. Zum Wohl, meine Leckeres Lieben. Essen hier. Hammer. bin- Also ich liebe Cocktails sowieso. Ja, bei mir genau Aber umgekehrt. Ich bin eigentlich nicht der Cocktail-Fan. Ich liebe Cocktails. Hammer. Was aber- Ist auch ganz gut. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass das Basilikum zu stark rauskommt. Ja, ist das lassen wir mal. Nee, ist perfekt. Ja, für alle, ne, wisst ihr Bescheid. Super Da bin abgemischt. ich weniger als das. Dafür ist er heute da. Aber Ja. was, glaube ich, außergewöhnlich Ich glaub jetzt auch, lass mal ist, ich probieren. glaube, lass mal probieren, ne, sind die Austern. Sieht auf jeden Fall, man muss auf jeden Fall aufpassen, es riecht am Dampf, es ist richtig heiß. Kann man nur sagen, deswegen versuche ich es mal ein bisschen anzuhalten. Ich gehe mal hier schön mit der Gabel mit euch rein. Oh ja, ich glaube, du musst einmal komplett reingehen. Guck mal hier, guck mal hier. Alter. Schau mal hier. Das war auch gut knobig, glaube ich. Oh. Ich glaube, das ist alles hier, oder? Boah, gut. Boah, Jetzt gehe ich. boah, ist das lecker, Leute. Richtig weich. Hammer. Richtig schönes, ich sag mal, Fleisch hier innen drin davon. Ne? Es Schön dampft käsig. ohne Ende. Aber ich muss dir ehrlicherweise sagen, die gabel ich auch aus. Zum Glück haben wir 2 davon gehabt, Boah, jeder das ist eine. Hammer. Weil das schmeckt wirklich sehr lecker. Also für alle, die noch nie Austern gegessen haben, ich kann es auf jeden Fall jetzt hier an der Seite empfehlen. Ich hatte ein bisschen Angst vor der Konsistenz auch. Ich wollte gerade sagen, Aber gar nicht. Nicht glibberig im Mund. Kannst du schön draufbeißen. Hammer. kann aber natürlich auch sein, Durch den Käse. Durch den Käse, weil wenn du jetzt vielleicht
nur die Auster hättest, dann kann es natürlich durch dieses Glibberige natürlich wieder anders sein. Das war auch das, was ich schon mal hatte. Aber und da vielleicht ist dachte das einfach so ein perfekter Mix, weil Ja. man sagt, durch die Kräuter, durch den Knoblauch und dann diesen, du hast nicht diesen, also würdest du mir jetzt sagen, ich sag mal ohne die Schale jetzt so, das ist Auster, würde ich sagen, hätte ich jetzt nicht gewusst so ungefähr, ne? das ist ja, glaube ich, auch viel durch die Würze einfach. Ja. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal hier dieses, ich glaube Bulgur war es, ne? Hatte sie gesagt, glaube ich, Sandwich? Pult. Pult. Oh, schon War mal auch hier. geil. Seht das hier schon, Leute? Schön mit Karamellisierte, Zwiebeln. eingelegte Zwiebeln, ne? Erinnert mich jetzt, wie gesagt, so eigentlich an einen geilen Burger. Das Brötchen kann ich heute schon sagen, das Brot, das Brioche-Brot ist ziemlich weich. Zum Wohl. Boah, das kann was. Das Brot butterweich. Was ich sagen muss, Leute, ihr wisst ja mittlerweile, gerade auf unserem Hauptkanälen, viele Barbecue-Platten, die ich schon gegessen Also, habe. das ist gut. Das ist richtig gutes Pultfleisch. Richtig lecker, super zart. Das ist safe eingelegt gewesen, mariniert vorher. Also das ist, das schmeckt bombastisch. Also das ist richtig geil. Ich werde dazu jetzt wirklich mal, deswegen... Ich habe mir den richtigen Laden ausgesucht, um dabei zu sein hier. Ja, Das auf ist der jeden Hammer. Fall, den richtigen Tag auch. Deswegen, ich sag mal, hast du auch immer die Prickles dazu. Heißen ja quasi, ich sag mal, beim Barbecue dann die sogenannten Prickles. Probieren wir die Soße dabei. Boah. Das ist eine Art Mayo oder? Ja, ne? Ein bisschen Chili. Ja, so ein Chili Mayo oder so. Aber auch wieder nicht scharf, ne? Aber ich muss dir sagen, Leicht pikant. aber sehr, sehr lecker. Ich muss es aufessen. So Mach geil. das. Also lass es dir gut gehen. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum krönenden Abschluss, weil ich sag mal, vom Aussehen her sieht es eigentlich mit am besten aus. Und das sind die wirklich kleinen, aber fein, so passt eigentlich schon fast zum Namen, Tacos, ne? Und da bin ich echt mal gespannt mit Garnelen, ne? Unter anderem auch mit Rindfleisch, wenn ich mich noch in Erinnerung habe. Genau, Rindfleisch, glaube ich, Garnelen mit Mais. Und Genau, und hier die grüner wieder mit Spargel. geschwundener Spargel und mit der Mayo, die wir jetzt, glaube ich, auch gerade hatten. Ne? Auch hier können wir uns, glaube ich, von jedem einen nehmen. Womit sollen wir anfangen? Mit dem Rindfleisch? Ja, komm. Machen wir das beim Fleisch. 3, 2, 1. Lass dir schmecken. Let's go. Weißt du, was die hier wirklich schaffen? Das, was ich halt auch so immer sehr, ist immer richtig geil finde. So viele, viele Geschmäcker auf einmal. Ist auch eine Frische mit drin, finde ich, ne? Eine Süßlichkeit noch mit dazu. Und das ist das, was ich immer auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, meine, wenn ich dreckig werde, dass du viele verschiedene Sachen kombinierst. Weißt du, dass du warm, kalt, süß, säuerlich und das ist genauso wie bei dem Taco. Man hat hier richtig geil, ich sag mal, das Rindfleisch, dann hast du frische Tomaten, du hast hier wieder die Prickles, den grünen Spargel und diese Mayo dazu. Ne? Schmeckt wirklich sehr lecker. Auch sehr knackig noch, die Tomate. Hammer. Krönender Abschluss, unsere Garnele mit Avocado diesmal sogar. Stimmt. Ein bisschen Mais dazu, sehe ich auch noch. Lassen wir uns wecken, Let's go. zweites Mal. Auch sehr geil mit der Garnele. Schmeckt mir sogar noch besser als mit dem Rindfleisch. Also die Garnele bringt nochmal richtig eine geile Würze. Vor allem nochmal einen ganz anderen Geschmack. Mir schmeckt sowieso, ich sag mal, Avocado sehr gut. Und dann halt, ich sag mal, wirklich dazu nochmal auch hier wieder Prickles dabei, der Mais dabei. Hammer. Also hier würde ich mich sogar tatsächlich, obwohl ich Fleisch liebe, echt für, ich sag mal, die Alternative oder jetzt die Garnele entscheiden, was das angeht. Ne? Aber ich würde sagen, damit essen wir noch ein bisschen. Warten tatsächlich auch noch ein Dessert und danach schauen wir mal, wo wir einen kleinen Abschlussfeedback kommen, beziehungsweise was dir so am besten gefallen hat. Aber 2 Spots stehen auch schon an. Aber ich würde sagen, wir warten mal auf unser erstes ukrainisches wirkliches Gericht, was ich sag mal Das hier Dessert. als Dessert gepriesen wird. Dann kommen wir direkt zum kleinen ukrainischen Süßdessert, was wir gerade gehört haben. Ich habe jetzt direkt gesagt, ne, das ist für mich ändert sich so an Profiteers, aber sind es nicht, ne? Nee, also das ist was ein bisschen anderes. Das ist der gebratene Quark. Gebratener Quark. Gebratene Quark, ja. Okay. Mit Kondensmilch Ach krass. und mit ein bisschen Karamellsoße. Ah, okay. Klingt sehr gut. Habe ich glaube ich, schon mal in die Richtung probiert. Ich weiß gar nicht wo. Ich nicht. Ich bin echt gespannt. Dazu eine Vanillesoße. Nee, das ist die Kondensmilch. Kondensmilch Ah, dazu. Okay. okay. Macht man die oben drüber oder dippt das oder ist das, wie ist das? Ja, also einfach drüber. Macht man nur drüber. Ja. Dann würde ich sagen, lass uns mal jetzt erstmal einmal reindippen so. oder erstmal erstmal pur, ne? so. Oh ja. Hätte ich nicht gedacht. Oh, es dampft auf jeden Fall auch schon wieder. Heißt es ist auf jeden Fall warm. Erinnert mich, weißt du dann, wenn ich das jetzt so sehe und so aufmache, also wenn ich jetzt an süß denke, würde ich eher jetzt schon wieder an Deutsch, so Käsekuchen Ja, ja, ja. als erstes denken. Von So, ne? Oma. Genau, aber kann halt nicht eigentlich, weil es warm ist. Auch nicht zu süß. Und ich weiß, warum es Frühstück ist. Weil es ist kein klassisches Nee. Süßspeisen-Dessert. Aber ich glaube mit der Kondensmilch. Das kann natürlich sein, können wir gerne mal versuchen. Können wir drüber Aber machen? wenn du mir jetzt sagst, du hast jetzt ein geiles Süßspeisen-Dessert-Gericht, würde ich sag mal, da andere Sachen wählen. Ich kann aber verstehen, warum Sie dann hier sagen, man bietet es hier quasi dann als Süßspeise an. Ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich auch. Ja. Kommt noch mehr Süße raus. Ja. Muss. Aber ist geil. Muss. Ein Stückchen Erdbeere noch mit dazu. Ein bisschen was für die Gesundheit. Ein paar Vitamine. Weißt du was? Aber da sind wir dann wieder bei süß.
Wenn jetzt noch so anstatt so eine kleine Schuss Schokolade oder so ein Vanilleeis Ja, auch dazu. geil. Das stimmt. Ne, weil dann hättest du wieder dieses kalt-warm. Ne? Hier eine Kugel Vanilleeis Genau, dazu. Kugel Vanilleeis dazu. Das würde mir jetzt hier vielleicht noch fehlen, so als, ich sag mal, wenn du es wirklich als Dessert nimmst sozusagen. Ne? Ich will jetzt gar nicht sagen, das ist das beste Dessert in Anführungszeichen Süßspeise, ich hier aber gegessen ist gut. habe, weil das würde es halt einfach nicht sein. Aber wenn sie es halt sagen, als Konzept verkaufen sie es hier, dass man es anbietet als Süßspeise, damit es mehr Leute probieren aus der ukrainischen Küche, muss ich sagen, perfekt, super. Kann man mal probieren. Ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht für jeden was ist. Für mich wäre, ich sag mal in Anführungsstrichen, weil es warm ist, vielleicht noch so, um die Süße noch mit reinzubringen, eine Kugel Vanilleeis, Schokoeis wird auch vielleicht auch noch dazu passen. Schmeckt aber trotzdem, sollte man auf jeden Fall mal probieren. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mir jetzt mal die digitale Speisekarte geben lassen, denn auch hier ist mal relativ modern. Wie gesagt, seit einem halben Jahr erst auf. Dieses Karatsch, diese Hähnchenbrust, ne, die sie hatten, legen wir jetzt bei 11 €. Ne? Trüffelpommes mit Parmesan 8,50 €. Dann haben wir die Tacos, ne, hatten wir jetzt gehabt sind wir bei 14 €. Mit Rinderfilet, genau. Genau, Ja. ne, kannst du auch je 3 Stück nehmen, bis bei 14,50 €. Dieses Pult Veal Brioche, was wir vorhin hatten, mit Pommes, darf man nicht vergessen, liegen wir bei 14 €. Das ist schon Ne, das echt muss gut, ich finde ehrlicherweise sagen, jetzt im Gegensatz zu den anderen, ne, ist das jetzt dadurch, dass Pommes mit Aber dabei es ist sind. ein Mittagsangebot, ne? Genau, Mittagsangebot in dem Fall. Und die gratinierten Austern, die wir hatten, für 9 €, Finde ich 2 auch. Stück. Ich sag mal so, wer es ausprobieren will, ist jetzt, wo ich sage, Ich glaub, Austern kann man kosten mal ja immer ein gerne bisschen machen. mehr. Ich denke mal, wie gesagt, Mittagsangebot ist das eine. Das andere ist, wie gesagt, geht in Richtung leicht Fine Dining, mal andere Küche. Finde ich nicht schlecht. Wie gesagt, jeder kann ja dazu, ich sag mal, seine Meinung zu äußern. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es angemessen oder nicht. Ich tue mich immer schwer. Ich sage immer, was ist heute günstig, was teuer. Immer so nach dem Empfinden, wie man es gerade so hat und wie es einem auch schmeckt. Ich finde es, ich sag mal, in Ordnung. Ja. Ne, geht definitiv, ich sag mal, nach oben und nach unten in beide Auge Richtungen ist ja einiges. auch mit und ich finde es da sehr gut aus. So sieht's aus. Und deswegen die letzte Frage, was wäre hier so dein Favorite gewesen? Wahrscheinlich die Austern, weil es einfach ausgefallen war Ich und ohne- ich nicht wusste, dass es mir so gut schmeckt. Ich sag auch immer, das Außergewöhnlichste gefällt mir meistens bei den Sachen hin, weil das ist der Grund, warum du meist immer dann wieder da zurückgehst. Genau. Weil alles andere kannst du auch woanders kriegen. Ich fand die Austern echt, also die, weil es so außergewöhnlich war. Habe ich fand so noch nicht super. gegessen, deswegen. Und vor allem, weil ich halt auch sagte, wer vielleicht noch nie Austern gegessen hat und das mal probieren will, mit dem Käse wäre vielleicht so ein Einstieg. Ne? Weißt du, was ich meine? Und der Aioli-Dip, den fand ich geil. Stimmt, der Aioli war auch sehr gut. Damit würde ich sagen, haben wir Spot 1 abgecheckt. Und du hast ja gerade schon gesagt, Bisschen langsam bist Platz, schon satt. Du bisschen musst, Platz musst ein ist bisschen hier noch. Platz lassen. Wir machen uns auf zu Station Nummer 2 in Aachen und gehen weiter. So, Leute, Station Nummer 2. Wir sind bei Fletcher Davis, haben Platz genommen, wo ihr seht. Diesmal geht es um Burger. Seit 8 Jahren gibt es das Ganze hier und mir wurde gesagt, wenn ich schon einen Burger gegessen habe und die geil fand, dann soll ich hier abwarten. Ich Und vor das allem die verspricht. Pommes. Die Pommes waren auch geil. Wir haben jetzt den lieben Herrn Isa, der erklärt uns kurz, was wir für Burger alles haben. Und zwar haben wir hier die Nummer 13, unser aktuellster Burger. Ja. New York Burger. New York? Süß und herzhaft. Mit Nachos, ne? Genau. Ja. Marmelade, getrocknete Tomaten. Also sehr exotisch. Marmelade sogar. Marmelade auch zum Wein. Okay. Genau. Und dann haben wir einmal hier Roadhouse mit gebratenen Kartoffelstreifen, ganz dünn und Champignons. Ja. geil. Den mexikanischen Burger mit Nachos, den New Escobar. Und einer scharfen Soße und Kapern mit drin. Ja. Und dann habt ihr in der Mitte für euch extra Doppelfleisch, Fletcher. Der sieht schon geil, der sieht schon geil aus. Ja, ja. Genau, und dann einige Stammkunden kennen mich. Wenn die nicht mehr weiter wissen, was sie bestellen sollen, dann mache ich ihnen eine Mischung aus Veggie, gebratenem Gemüse und extra Ich habe Fleisch. tatsächlich gelesen im Vorhinein, dass feiern viele bei euch den Veggie-Burger, ne? Und selbst die Fleischliebhaber, ne? Lieben den Veggie Burger. Und dann einmal hier oben Chili Cheese, geil, da freue ich mich auch drauf. Und Hot Dogs und Pommes, ne? Hotdog und Fritt habt ihr immer dabei. Sehr geil. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich hoffe, Ich du hast bin noch ein jetzt bisschen schon Hunger, satt. Daniel. Ich bin jetzt schon Wir werden satt, auf wenn jeden ich Fall das uns sehe. hier wieder gut gehen lassen. Ich sag mal, da hatten wir gleich oder vorhin eine coole Vorspeise. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die ersten Burger. Let's go. Ich würde sagen, fangen wir an. Was war das jetzt für einer? Das ist der Chili Chili Cheese. Cheese. Ist tatsächlich auch so mit einer meiner Favorites, ne? Weil ich sag dir ehrlich, mit Käse, mit, ich sag mal in Anführungsstrichen. Cheese geht immer. Chili Cheese geht immer. Guck mal, da kommt schon Nachschub. So Leute, wir haben ja auch noch Chicken Wings bekommen, mit Buffalo quasi mariniert. Buffalo Wings. Probieren wir gleich mit dazu. Okay, Lass dir schmecken. lass dir schmecken. Let's go. Gute Schärfe. Ich wollte gerade sagen, was vorhin, ich sag mal, gefehlt hat, in Anführungsstrichen, wo man gesagt hatte, scharf, ist jetzt definitiv hier. Ich muss wirklich, das meine ich ohne jetzt Front oder so, ne? Aber an die Kindheitserinnerungen und besten Zeiten, die ich sag mal, ein Kind hatte, wo man nur Burger King und Mc's kannte, an diesen Chili Cheeseburger muss ich direkt denken. Ne? Nur halt, Die Soße ich sag mal, hat was davon. genau, von der Soße her und der Schärfe, ne? Wer es kennt, wo es so Boah, ist richtig gut, schon geschafft gut hat. spicy mit Ja. den Jalapenos. Aber das Fleisch halt natürlich besser, ne? Muss man halt ganz ehrlicherweise sagen. Ne? Kannst mit McDonald's natürlich nicht vergleichen. Pommes mal Du hast schon die probieren. Pommes? Oh, Pommes sind geil. Finde ich richtig geil. Die Die haben die die schon waren vorher fluffiges. gedacht. Ja, vom eigenen Bauernhof hat er tatsächlich wohl noch gesagt, ne? Frisch gemachte Pommes. Geil. Unnormal geil. Und dann noch Pommes, Crunch, Geschmack. Die Aber kannst, die sind so fluffig, finde ich, ne? und das sind so Pommes, kennst du das? Kannst Die du meisten aufhören. Pommes, erstens das, und die meisten Pommes, sobald sie die Temperatur verloren haben, ich sag nur große Marken,
kannst du nicht mehr essen. Pappe. Die hier, safe, kannst du auch kalt essen. Stimmt. Würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Burger rein. Ich schneide mal den nächsten vor uns. Der New Escobar. Bei mir sieht es hier wieder schön mit Nachos aus. Ich muss dir ehrlicherweise sagen, bevor ich jetzt reinbeiße, ich bin eigentlich kein Fan davon von Nachos im Burger. Boah, doch, finde ich schon geil. Weil Find ich schon manchmal die Nachos, je nachdem wie lange sie schon da sind, Nicht mehr crunchy sind. Genau, nicht mehr crunch sind. Probier mal. Go. Die sind crunchy. Ich bleib dabei. Der Burger schmeckt geil. Auch dieser, ich sag mal, Crunch. Aber ich weiß es einfach nicht. Vielleicht ist es auch einfach mein Style. Ich finde halt einfach Nachos, für mich persönlich, gehört nicht in den Burger. Ist einfach so. Ne? Ich weiß, es ist Mexican-Style, ne? Escobar-Style jetzt hier. Aber es ist für mich jetzt nicht, ich sag, Aber vom Geschmack? vom Geschmack Geil. her gut. Aber da fehlt mir so ein, weißt du, der richtige Burger-Geschmack und so ein bisschen, also, ist nicht meins. Boah. Boah, der fällt ja Der richtig sieht geil auseinander, aus. Also der sieht wirklich fancy aus. Wie gesagt, mit der Marmelade hier, Waldfruchtmarmelade. Schaut mal hier, Leute. Also der das ist ist doch auch- definitiv fancy. Das könnte eine Geschmacksexplosion sein. Ich befürchte nur, bei mir könnten es wieder die Nachos sein. Lass die schmecken. Bin gespannt. Also wie du schon sagst, was hier krass rauskommt, ist diese Waldfruchtmarmelade, die man schmeckt. Ja. Wenn es jetzt ein Brötchen wäre auf dem Frühstücksaufstrich, würde ich sagen zu wenig. Aber hier soll sie ja nicht übertünchen. Genau, also eine gute, leicht angenehme Süße. Und die getrockneten Tomaten haben natürlich auch eine ihre Wirkung. Ne? Und auch hier sage ich wieder Real Talk. Wenn hier die Nachos. Tortillas schützen und nicht die Nachos, wäre vielleicht noch geiler. Aber er schmeckt also bisher der Beste. Ich sag mal so, wenn sie schon vor uns sind, gehen wir doch mal in die Chicken Wings rein. Weil die sind doch schon Auch heiß. geil mit dem Sesam. Sehr, sehr rauchiger Geschmack. Riecht man schon, ja. Sehr, sehr rauchig. Kennst du, wenn du so die auf so einem schönen Holzkohlegrill Ja, ja. machst? Weißt du, wie so auf wenn du grillst? Gar nicht auf dem Gasgrill, sondern so Holzkohlegrill. Schon sehr Barbecue-lastig, Ja, genau, ne? Ja. sehr Barbecue-lastig. So, Ich wollte aber- mal sagen, also sind jetzt nicht die besten Chicken Wings, die ich je gegessen habe, schmecken Aber gut. schmecken. Aber ist jetzt auch nichts Verkehrtes so. Ne? Ich glaube aber hier ist wirklich so ein bisschen der Fokus, würde ich sagen, einfach auf den Burgern. Und da machen wir jetzt auch weiter. Dann kommen wir zum Roadhouse Burger, meine Lieben, mit Kartoffelspaten. Hab ich mich drauf glaube gefreut gerade. Ja, hast du dich am meisten auf gefreut? Ja, doch. Also ich hätte noch ausgewählt, wenn ich mich für einen hätte entscheiden müssen. Ach krass. Aber, Oh, Leute, diese karamellierten Zwiebeln, ne? Die lachen mich schon an, ne? ich finde, so müssen Burger schmecken. Ja. Die Kartoffelspalten kommen jetzt gar nicht so sehr raus, finde ich, oder? Ich finde gar nicht. Ja. Ich finde, das ist aber Stand jetzt. Das ist für mich. Ja, Da das kriege ich mir. krieg ich gerade American Vibes. Weißt du, was ich meine? Genau. Da krieg ich gerade American Vibes. Kommen wir zum Davis. Fletcher Davis, quasi Signature Burger mit Yuppie-Soße, Aber- Doppelbeef. Also das ist hier das fetteste Teil, was wir bisher hatten. Ne? Das ist das Doppelbeef, meine Lieben. Das muss man einfach platt drücken und rein. Einfach platt drücken, ne? Eingelegte Gurken kommen ordentlich raus, finde ich. Was ich halt, also du merkst ja halt den Bacon-Geschmack. Ja. Der hat nicht übertüncht, man muss sagen Halal-Bacon. Ne? Also das ist für viele heutzutage auch wichtig. Stimmt. Ich sag mal so, ich glaube, es geht auch in meine Richtung, weil es einfach doppelt Fleisch ist und ich Aber es bin ist Fleisch, einfach, Fleisch, Fleisch, ja, genau, Fleisch. aber das liebe ich halt am Burger. Also wenn ich Burger essen muss, dann muss er genauso vom Fleischinhalt sein. Ich sag, man muss jetzt nicht wie sonst mal, ich sag mal, bei einer Burger Challenge sein, aber so vom Fleisch her, das ist schon genau meins. Ich glaube, Das Fleisch war echt gut, muss ich sagen. ja, Das ist auch mal so Knorpel oder so irgendwie im Fleisch gar nicht. Also super lecker. Ich glaube aber tatsächlich trotzdem, dass ich sag mal, wenn der jetzt mit den doppelt mit den Champignons gewesen wäre, ich glaube, das wäre eher so meiner. Ja. Genau, Veggie kombiniert mit Fleisch. Oh ja. Boah. Seht das, Leute, was da für eine Gemüseschicht drin ist. Sieht schon auch sehr saftig aus, ne? Ultra. Vielleicht ist es auch deswegen, dass viele den feiern, ne? Probieren wir. Ich schmeckt sofort was Intensives anderes. Was ist es? Mozzarella. Ja. Mozzarella ist mit drauf. Rote Beete, bin ich gar nicht der Fan von, schmeckt aber groß gar nicht. Dann würde ich sagen, Crème Montée und noch ein Hotdog. Hotdog haben wir auch noch. Bin ich gespannt. Sag ich dir Real Talk, ne, jetzt nur vom Aussehen her, ne? Spricht es mich gar nicht an. Nee. So einfach so, ich sag mal, basic-mäßig so, ne? Aber heißt nichts. Schmeckt. Also ich sag dir so, NFL Super Bowl Party abends, ne? Und die Dinger liegen da, würde ich snacken. Aber ansonsten würde ich jetzt Safety Burger bevorzugen. Ja. Ah, safe. Wir kriegen noch einen letzten Burger, den Istanbul Burger. Wurde uns gerade gesagt, ob wir nicht noch einen probieren können bzw. essen wollen. Dann ist der Istanbul Burger. Und dann machen wir jetzt auch. Und dann kommen wir, wie gesagt, zum kleinen Signature. Das wäre mein Burger gewesen, der mir stimmt, hier hast du auf der gesagt. Karte als allererstes aufgefallen wäre. Und deswegen ist er wahrscheinlich nochmal zum Abschluss gekommen. Der Istanbul Burger mit Pastrami und Spiegelei. Und es gibt den einen oder anderen Burgerladen, wo ich sag mal, Sucuk mit Ei auf einem Burger gibt. Und das bisher da auch mein Lieblingsburger ist. Stell ich mir aber auch gut vor, ehrlich Und gesagt. das könnte auch jetzt meiner sein. Ich bin echt gespannt. Salat Der sieht noch. fein aus, ne? Also wie gesagt, mit dem Spiegelei, Der ist auch, Pastrami. der ist auch, ohne Tomaten? Medium gebraten, ne? Im Vergleich zu den anderen. Ja. Probieren wir mal, ne? Okay, let's go. Oh, da könnte Sehr ich, saftig. da könnte ich reingehen jetzt, ne? Das tropft hier richtig raus. Boah. Geile Kombination. Ich wusste das, Leute, als ich den gesehen habe auf der Speisekarte, ne?
Ich liebe das einfach, diese Kombination mit diesem Pastrami-Ei. Wie gesagt, bei dem einen oder anderen ist es mittlerweile sogar Sujuk teilweise, wo das drauf ist. Das hat halt so durch das Ei und sowas nochmal, das gibt ja nochmal so eine frische, ich sag mal, weißt du, so eine Feuchtigkeit, Matschigkeit mit Juicy. dazu, genau, juicy. Geil. Top Burger. Top-Burger der Roadhouse. Ja. Wobei, der ist jetzt auch schon Ja, hart ja. am Konkurrieren damit. Ja. Also Roadhouse und der Pastrami. Ja. Also ich würde jetzt auch sagen, für mich, weil's, und da sind wir wieder dabei, ich glaube, weil ich den hier so selten sehe und selten woanders auch gesehen Und der ist habe. jetzt auch im Vergleich zu einem anderen anderes Bun. Genau, würde ich Kombination. jetzt tatsächlich mich umentscheiden und würde auf den Easter Burger gehen, wie der mir als erster ans Auge gefallen ist. Würde wahrscheinlich dann noch auf den Roadhouse, weil es, ich sag mal, nochmal eine Art Signature ist, anders. Und dann Classic, wer es wirklich basic mag, nur auch ein bisschen spicy Chili dabei. Cheese. Chili Cheese, aber immer, meine Meinung, Doppelbeef mit dabei. Das Für mich- muss für mich sein. reicht einmal. Für dich reicht einmal, für alle, die Fleisch mögen. Ich sag mal, wie es auf dem Kanal vielleicht üblich ist, 2. Ansonsten machen wir mit Station Nummer 2 durch. Pommes kann man noch kalt snacken, wie wir bisschen sehen. geht noch. Ein bisschen geht noch. Müssen wir Platz machen. Auf geht's zu Station Nummer Let's go. 3. Station Nummer 3. Und diesmal sind wir vom Fletcher Burger zu Fletcher Platers gegangen. Die haben uns nämlich erzählt, das war nämlich ganz witzig und spontan jetzt, dass sie ein einziges oder einmaliges Konzept in Deutschland haben. Und zwar, wer es kennt, aus New York, Manhattan, diese Chicken Halal Platers. Wo die, ich sag mal, wenn du draußen wie an den Hotdog standst, so richtig diese Wagen siehst, wo die Voll. mit ihren Grills und du siehst das Chicken, weißt du, so schön, ich sag mal in Anführungsstrichen wie in so eine Box, wie es jetzt auch hier uns ist. Ich sag mal Platers, deswegen diese Platten, so richtig Soße schön, drüber. ganz schnell Geil. für die Mittagspause. Ich sag mal, wie es in Manhattan wahrscheinlich Ja, so ist, genau. ne? Wir kennen es aus Düsseldorf. Das muss alles zack, 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 zack gehen, keine Zeit. Trotzdem soll es ein bisschen schmecken und vor allem auch satt machen. Und so haben wir jetzt hier das Ganze präsentiert bekommen. Was haben wir jetzt hier für Kombos? Ihr habt hier vorne direkt rechts den Klassiker, Chicken over Rice. Ganz klassisch mit Hähnchen. Mit Hähnchen? Was ist das für Reis? Das ist karamellisierter Landkornreis. Karamellisierter Langkornreis. Afghanischer Aroma. Okay. Geil. Kreuzkümmel ist drin und ein paar Zimt? andere geheime Rezepte. Zimt? Darf ich nicht sagen. Okay, paar geile Macht ihr selber? Okay, Genau, machen okay. wir Okay, Okay. okay, witzig. Und wie gesagt, knackiger Eisbergsalat, White Sauce, die beliebte New Yorker White Sauce, Ja. Hot Sauce. Und hier haben wir einfach alles drin. Hähnchen, Lamm, Combo. Okay. Und dann nochmal unten unter der White Sauce habt ihr Chutney und Hot Sauce auch nochmal. Ja. Und so einen kleinen Kichererbsensalat. Geil. Die jetzt die neuen Halal-Blätterläden auch in New York anbieten. Okay. Voll. 2 Mojitos oder was ist das? Vorne als Zeit habt ihr, wie die New Yorker sind, Chicken Gyro. Ja. Und einmal So eine Art Wrap wahrscheinlich, ne? Tenders, Genau. Das Geil. ist eine Rap-Variante wie vom Reis halt einfach. Dieselben Zutaten sind mit drin. Okay, geil. Ich würde sagen, Let's go. legen wir los, Leute. Bisschen geht noch, Und, bisschen. und was ich dir gerade schon gesagt habe, auch wenn es keiner glauben mag, ich habe richtig Bock darauf, weil es sieht wirklich geil aus. Geil. Ich könnte den Reis so essen. Aber geiler, rauchige Note Ja, irgendwie drin, ja. ne? Irgendwas? Und saftig. Du merkst halt, dass er nicht, also es ist kein einfacher Reis, es ist trocken, ne? Und Nee. wir haben jetzt schon so viel gegessen. Ich schwöre es dir, ich könnte den Reis jetzt so löffeln, ne? Echt? Also ich könnte es so essen, ne? Okay. Probieren wir das mit dem Hähnchen dazu? Ey, Ich will das jetzt gar nicht mit unserem ersten Spot vergleichen, was jetzt so wirklich mit den Austern und so war, ne? Aber für schnell Mittag auf die Hand, wir haben Real Talk, Leute, das meine ich ernst. 30 Sekunden, 1 Minute gewartet, Super da schnell. war das Essen fertig. Ich denke mal, genauso soll es halt sein. Und geschmacklich, also ist jetzt wirklich super. top. Das Fleisch mariniert, schmeckt lecker, die Soße dazu. Ist auch eingelegt es ist irgendwie das mächtig. Fleisch. Es ist wirklich was, wo ich sage, Frischen zum Salat Mittagessen, du musst nicht auf Geschmack verzichten. Ja, wirklich lecker, sehr lecker. So, probieren wir das Ganze jetzt mal schön hier in der Kombo gemischt. Ja, machen wir. Ja, sehr gerne. Ich bin mal gespannt, wie oh, dein das ist schmeckt. spicy. Ja? Die Soße ist ordentlich spicy. Hat er ja gesagt, ein bisschen Ja, ja. spicy, ne? Ja. Probier mal Lamm. Ist anders vom Geschmack? Ja, safe. Viel, viel anders. Schmeckt mir sogar besser. Krass. Probieren. Also das hat viel, viel mehr Punch. Ich glaube, durch das marinierte rote Hähnchenfleisch Das hast du hier aber auch nur. drin. Ja, aber ich habe jetzt gerade das Lammfleisch genommen. Und vielleicht ist es tatsächlich dann wirklich, dass es das Lammfleisch ist, was mir besser schmeckt jetzt in der Kombination dazu. Super. Also, für ein schnelles Gericht, Hammer. Würde ich mir zu Hause machen. Ja. Meine ich wirklich ernst. Gericht würde ich mir safe zu Hause machen. Auf jeden Fall. Reis lecker, Salat knackig. Ich wäre definitiv derjenige, der hier das Hähnchen bevorzugen würde. Wegen der Marinade und vom Hähnchengeschmack her. Ich finde aber Lamm auch geil. Also, Also ich will jetzt gar nicht sagen, das schmeckt schlecht, im Gegenteil. Ja, ja. Ne? Aber mir schmeckt jetzt so von der Note her, das Hähnchen jetzt bei dem hier, mal probieren. definitiv da drüben ein bisschen besser. Dann gehen wir rein, ich sag mal in den kleinen... Eine Art Wrap, oder? Genau, Wrap, Mojito, ne, wie man es nimmt. Ich muss sagen, mit dem Reis finde ich noch einen Ticken Das ist geiler. ja mit dem Reis. Ne? Ich auch, weil aus dem einfachen Grund, Das macht es juiciger, saftiger. saftiger, der Reis ist saftiger und ich musste wirklich, und ich nehme schon große Bissen, du musst halt hier, weil wenn man sieht, der Salat ist oben, die Soße ist oben, unten das Fleisch und dann noch das Brot oben rum. Ich nehme kleine Bissen, ich hatte nur Fleisch. Genau, dass du halt alles kriegst, ist halt schwierig. Deswegen würde ich halt auch sagen,
für mich jetzt geschmacklich gerade wäre das mit dem Reis zum einen, weil es zum Essen, ich sag mal, angenehmer ist, plus halt auch jetzt geschmacklich auf jeden Fall, ich sag mal, die Chicken Plate, ne? Wir haben ja auch hier geile Tender, die sind noch schön heiß. Chicken Tender geht immer. Boah, hast du gesehen? Einfach mal so abgefallen. Panade sieht besser aus, als sie ist, sage ich dir, Retalk. Ist jetzt nicht so meins. Habe ich definitiv schon, ich sag mal, geschmacklich besser erlebt. Probier das Ganze jetzt hier mal mit der Soße. Ja. Weißt du, was du meinst? Klar, Soße geil. Das Chicken schmeckt gut. Die Panade ist für mich, wo ich sage, die muss geschmacklich noch ein bisschen anders werden. Weil ich finde sie so ein bisschen laff, weißt du, was ich meine? So wie, so ein bisschen, ich sag mal, diesen Fischstäbchen-Style. Ne, Aber manchmal ist es auch zu viel Panade und hier die ist halt recht ja, dünn. genau, nicht so Das viel, schon- aber ich mag es, wenn die so richtig, so noch ein bisschen diese crunchige hat, weißt du, so ein bisschen goldbraun, ne, so, das feiere ich von der Panade ein bisschen mehr. Aber die Bowl, safe, also die hier vor allem, schau dir, dass ich schwöre. Nee, mach mal. Aber da gehe ich jetzt noch ein bisschen rein und damit, ja, gehen wir in unser letztes Essen. Och, wir gönnen uns noch mal ein bisschen ein paar Bowls, ich auf jeden Fall, weil da habe ich irgendwie jetzt noch mal richtig Appetit bekommen. Frag mich nicht warum, Messer. Leute. Aber dann lassen wir uns gut gehen und dann ist der Tag schon fast rum, ne? Und wir gesättigt. Daniel, was sagst du? Ich würde sagen, ich bin satt. Du bist satt? Hast du noch nie so viel verschiedenes Essen an einem Tag? Ich hoffe, ich konnte dich auf eine kulinarische Reise mal mitnehmen hier auf dem Kanal. Und jeden ich sag Fall. mal, wir haben Aachen mal ganz gut abgecheckt. Ich sag mal, Sachen, die von einem Kaffee, Bistro mit wirklich feinen Cocktail. Cocktail, sogar für dich alkoholisch, sogar noch im Genuss gekommen ist, abchecken konnten, bis hin zu, ich sag mal, einem klassischen Burgerladen, der hier und da eine kleine Überraschung hatte, plus ein Voll. Signature, bis hin zu einer Neuheit in Deutschland. Aus Amerika? Aus Amerika, die meiner Meinung nach, weiß ich jetzt, warum da ein Hype ist, weil es einfach, simpel und dafür trotzdem Und lecker ist. relativ gesund ist sogar. Genau, ne, wir haben auch gesagt, ne, das könntest du halt echt an die, ich sag mal, Geschäftsleute in der Mittagspause, Oder die Sportler. die Sportler bringen, ne, vielleicht mal mit weniger Soße oder ich sag mal mit einem Dressing, das weniger, wenn du jetzt auf die Sportler gehst, ne, Fett oder was weiß ich hat. Man könnte wie bei der Pizzeria, weil das für mich das perfekte Bestellgericht ist. Ja. Weil das kannst du 100 Pro noch mal warm Genau, es machen. kommt nicht matschig an. Es kommt nicht Es- matschig ja, an, genau. weißt du, aber du kannst es noch mal warm machen. Du kannst es wahrscheinlich auch ein bisschen kälter essen. Du kannst die Soße separat bestellen, meiner Meinung nach, wenn das geht. Ne, weil du kannst es selber drauf machen, dann wird es nicht so von Anfang an matschig, wie beim Salat oder so. Also wirklich tolles Konzept für 10 €, so eine Box. Preis-Leistung, Kannst du auch nicht Bombe. meckern. Wie gesagt, jetzt den Wrap für 9 € oder sowas, wenn ich jetzt das da definitiv erstmal nicht hin, genauso wie die Tenders. Aber diese Bowl, diese Box, diese Plate, also das Konzept hier, safe, also sollte man definitiv mal ausprobieren. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat sehr gut geschmeckt. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ihr könnt ja gerne mal sagen, was euch hier am meisten überrascht hätte, beziehungsweise was euch am meisten gefallen hätte. Was war dein Favorite heute, wenn du jetzt auf alles nochmal zurückblickst? Boah, ich fand den ersten Laden schon ziemlich geil. Ja, der ich war- mag halt Fine Dining, Du- ich mag es, wenn es geil angerichtet ist. Und, okay. Also ich muss dir sagen, für mich war der erste Laden, das Café Bistro, außergewöhnlich. Ja. Wenn man mal vielleicht auch eine längere Zeit da bleiben will. Das stimmt. Burger geht immer. Und das hier wäre halt mein Laden, wo ich sage, Das ist so ein Daily-Ding, Das ne? Dingen würde ich hier halt genau so ein Daily-Ding. Ich könnte das jeden Tag zu Hause mehr essen, jeden Tag zu Hause warm machen, jeden Tag auf die Hand mitnehmen, wenn ich hier gegenüber arbeiten würde. Stimmt. Oder bestellen, wenn ich in der Region wäre. Ne? Deswegen jeder hat was für sich, wo ich jetzt sagen würde, okay, passt, neu probiert. Vielleicht einmal im Monat, geht einmal die Woche, geht einmal am Tag. Ja, so hast du ungefähr, recht. ne? Also fand ich wieder geil, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr öfter mal was mit mir, mit dem Daniel drehen wollt. Checkt gerne Daniel Sommer ab, wenn ihr mal, ich sag viel mal, essen wie er auf, kann ich aber nicht. auf das ein oder andere Schlagerkonzert gehen wollt oder im ZDF Fernsehgarten. Fernsehgarten, genau, ZDF Fernsehgarten. Ansonsten seht ihr mich oder ihn mal in Düsseldorf rumlaufen, denn da wohnen wir beide und dann würde ich Oder sagen, Konzert, erste Reihe. oder sowas. Ne? Ja, ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Aachen. Ja, Dankeschön. War Ciao, geil. ciao.